Willkommen auf Atoms, Freunde. Wir haben hier eine wunderschöne Duplex-Wohnung, Neubau, können wir sagen. Es wurde hier noch nie richtig gelebt. Zu der Wohnung können wir sehr, sehr viel erzählen. Aber ich würde sagen, wir gehen Step by Step die Details durch. Die Wohnung haben wir schon mal aufgenommen. Wohnungsnummer 277. Könnt ihr euch vorstellen, Freunde, die Wohnung ist jetzt fast 50% günstiger, weil der Herr einfach irgendwo anders investiert hat, dass er die Wohnung einfach günstiger hergibt. Den Preis wird ihr am Ende erfahren und dann, wenn ihr alte Video anschaut, werdet ihr sehen, wie viel 1000 günstiger ist. Er hat alles auf seine Bedürfnisse angepasst. Ich finde aber nicht schlimm. Ich bin selber 1,74 groß. Trotzdem ist die Küchenhöhe ideal. Und es ist nicht wie überall schmale Granitplatte, sondern das Doppelte hat man hier für den Insel hergenommen. Vor allem, man kann auch von beiden Seiten also wirklich aufmachen. Das ist wirklich schon toll. Also man fühlt sich eigentlich direkt, als ob man irgendwie an einer Bar wäre. So, finde ich cool. Genau, mit Barhocker kann man auf der anderen Seite wunderbar verzehren. Der Mann, der Besitzer, hat uns gebeten, dass wir die Details eingehen. Wir haben zum Beispiel hier eine Übergröße von Koch-Ceranfeld mit 5 Stellplätzen. Die Höhe habe ich euch gesagt. Es sind wunderbare Schränke. Also ich muss sagen, die Schränke super gemacht, grau-weiß. Auch hier, Jenny, schau mal, Decken hoch. Das ist alles einfach Maßarbeit. Du lachst, was willst du sagen? Ich wollte sagen, es ist sehr süß, wenn du sagst Stellplatz, Kochplatz, aber das ist sehr nett. Kühlschrank, Edelstahl, gebürstet auch. Waschbecken ist höher wie sonst. Also wenn man klein ist, dann hat man hier ein Problem. Klein heißt, da muss man richtig klein sein. Und auch hier hat er uns gebeten, überall baut man eine Spülmaschine unten ein. Er hat gesagt, Körperhöhe, dass man mit dem Rücken keine Probleme bekommt. Ofen haben wir auch hier. Auch die Klimaanlagen sind zwar von Grey, aber eine besondere Serie ist es. Und hier wäre unser Wohnbereich. Wir haben ja gesagt 3+1, aber es sind noch 2, 3 kleine Räume da, so dass man auch die Wohnung fast 200 Quadratmeter Wohnfläche haben. Die Deckenhöhe ist hier knapp 3 Meter, aber wenn wir mal hochgehen, da werdet ihr sehen, dass dort noch höher ist. Ansonsten, was fällt uns hier auf, Jenny? Sehr viel Glas. Sehr viel Glas. Ich würde persönlich zum Beispiel diesen Esstisch herausnehmen, damit das Wohnzimmer einfach ein bisschen größer ist. Und das hier vielleicht verglasen. Genau, das lässt sich ja sehr leicht regeln. Man frühstückt oder man nimmt sein Essen draußen eigentlich zu sich, deswegen würde ich hier auch verglasen. Ansonsten Nebenanlagen. Außenpools sind ausgegangen jetzt. Jetzt kommen die Indoor-Pools und Meerblick, Stadtblick. Und was Vorteil von diesem Standort ist, kann ich schon ein bisschen hervorheben, Jenny. Als besonderer Standort können wir auch sagen, dass wir auch auf eine Anhöhung das Haus haben, so dass wir immer höher sein werden als die Häuser, die unten gebaut werden. Deswegen Meerblick wird bleiben. Am Boden haben die helle Laminat gemacht. Ansonsten Bäder und so weiter komplett gefliest. Die Fensterrahmen sind, Jenny, Aluminium, kein PVC. Auch das macht was her. Aluminium ist einfach teurer. Alles, was ihr hier in der Wohnung seht, bleibt drinnen. Wir waren jetzt im Wohnzimmer und Küchenbereich. Die Küche gefällt mir. Die haben von der Raumgestaltung das Beste rausgeholt. Findest du nicht? Auf jeden Fall. Dann gehen wir in das hintere Schlafzimmer. Endlich mal große Schlafzimmer, total hell. Ein Fernseher auch hier. Kleines Bett ist hier. Also man könnte die Wohnung auch auf seine Bedürfnisse sehr schnell anpassen, weil man nicht viel raustun muss. Wobei dieser Kleiderschrank passt hier rein, findest du nicht?
Also ich finde es richtig schön gemacht und ihr seht ja, wie groß dieser Kleiderschrank schon ist. Aber als Besonderheit haben wir hier auch noch mal ein extra Abstellkämmerchen, oder man könnte das zum Beispiel hier als Office-Zimmer gestalten oder vielleicht als Spielzimmer oder, weiß ich nicht, als Leseraum. Also da bleibt... Dieses Zimmer hat er ja erwähnt, man könnte hier auch ein Schlafzimmer machen. Dann hätten wir 4+1, nicht 3+1. Aber was will man mit so vielen Schlafzimmern? Ich würde hier, wie du sagst, entweder Ankleidezimmer machen oder ein Officezimmer. Wir haben hier einen Balkon, aus dem wir grandiosen Bergblick nach hinten haben. Ich finde es auch total cool, dass man eigentlich super leicht an alle Fenster rankommt, dass man die auch putzen kann. Ne? Also du kommst auch außen rum an den Balkonfenstern super leicht ran. Auch die Türen, Schiebetüren, hier haben wir oben auch, werdet ihr auch sehen, hat man gut durchdacht gemacht. Dann gehen wir vor, von hier sind wir reingekommen. Hier könnte man noch die Schränke und so weiter anbringen, wo man die Kleider und so weiter aufhängt, und dann ist das Badezimmer eben hier links von uns. Waschmaschine ist drin, auch groß und deckenhoch gefliest, gell? Ja. Und als Besonderheit, Ercan, Bodenheizung, die schon an ist, haben wir hier. Und alles andere, was man einfach braucht, hat man auch vormontiert, sodass man nicht viel Arbeit hat. Also wer auf eine cleane, neuwertiges Wohnung Lust hat, der ist hier richtig. Das Haus ist Mitte 23 erst fertiggestellt worden. Wir haben hier diverse soziale Aktivitäten, Indoor-Pool, Außenpool, Tiefgarage, Stellplätze, Kinderspielplatz, Hammam, Dampfbad, Sauna, Fitnessstudio, also alles ist da. Eine der schöneren Anlagen, nur mit 40 Parteien Wohnung, also es ist auch nicht überfüllt. Dann gehen wir hoch. Gehen wir hoch und zeigen euch von oben weiter. Ja Leute, von da sind wir hochgekommen und Ercan steht schon in einem der größten Räume. Schau mal das an. Ich sehe bestimmt klein aus, Jenny. Hier haben wir 3,50 Deckenhöhe, höchste Stelle. Auch hier, was ich unten gemeint habe, mit Schiebetüren geregelt, finde ich auch sehr, sehr gut gelungen. Der Herr hat uns darauf angewiesen, dass wir hier ein Aluminiumgerüst, nie Holz in Aluminiumoptik, Aluminium ist hier Rand, mit Rädern ein Bettgestell hat. Den kann man natürlich auch in das Zimmer reinschieben, weil die Türen hier, Jenny, so breit sind. Der hat gesagt, wir sollen das ansprechen. Für was das ist, weiß ich nicht, aber er hat gesagt, wir sollen ihn ansprechen. Da seht ihr die Räder, da kommt Matratze und Bett, wenn ihr dort schlafen wollt, rüber oder hier. Ansonsten, viele Steckdosen sind hier, die Nachttischlämpchen sind montiert, seitlich wieder komplett Glas. Schau mal, Jenny, wie weit wir sehen können. Das ist schon echt ein super schöner Ausblick. Ne? Wir sehen fast die gesamte Stadt. Und es nicht kann fast, sondern ganz. Es kann euch nicht verbaut werden. Genau, weil wir höher stehen. Was hier noch zu erwähnen ist, hier direkt oben befindet sich ein Kaminvoreinrichtung. Das heißt, dass man hier auch ein offener Kamin, schwedischer Ofen hinstellen kann, sodass einfach oben dieser Schornstein, sagt man, gell, schon vorhanden ist. Ansonsten durch eine Flügeltür geht man in die Richtung und kommt in das nächste Zimmer, Schlafzimmer oder Wohnzimmer, könnt ihr selber gestalten. Man könnte hier oben ein Wohnzimmer, einmal Schlafzimmer gestalten, wie unten auch. Ansonsten Deckenhöhe wieder so hoch, sehr, sehr viel Fenster, und hier hat man nochmal einen Balkon, der frontal Cargojack Vorderseite blickt. Hier hat man auch die Decke, Jenny, ganz wichtig in Alanya, zweimal gedämpft, also isoliert, so
Druckisolation, so dass die Sonne im Sommer euch nicht stört und im Winter nicht so kalt wird, für beide Seiten. Hier hat man einen Schrank eingebaut und ganz wichtig ist auch zu erwähnen, wir haben nur eine Wand zum Nachbar und diese Wand hat man nochmal schallisoliert, sodass man uns nicht hört und wir die nicht hören. Wichtige Sachen. Am Boden haben wir 60 x 1,20 Fliesen und auch die Farben, damit keine Risse entstehen, sind elastische Silikonfarbe weiß. Hat man auch sehr, sehr schön gemacht. Und ganz kurz noch zu erwähnen, weil wir ja drüben eine Kaminvoreinrichtung haben. Haben wir hier auch eine. An dieser Stelle ist das auch. Und als Zusatz, Leute, ihr seht hier auch das Thermostat. Dieser Raum hier hat auch komplette Fußbodenheizung. Also könnte man hier auch als Wohnraum gestalten. Aber wir wollen nicht euch Ideen geben, das klingt so klugscheißerisch, finde ich. Ich würde das so machen oder so machen. Nein, jeder soll seine Philosophie durchbringen und wenn man Ideen braucht, kommt man zu uns. Man hat sogar Antennenvoreinrichtung hier für den Internet. Ja, Freunde, wir versuchen euch eine 3 bis 4+1 Duplex-Wohnung in Raum Kargıcak, ungefähr 20 Minuten Fußmarsch vom Meer zu präsentieren. Und wenn ich sage von Meer, dann ist man am Strand einkaufen, essen, alles da. Man könnte hier auch zu Fuß laufen, weil wir, bevor die Hügel richtig anfangen, uns hier befinden. Das ist möglich. Dann gehen wir in das Badezimmer im oberen Bereich. Jenny, das ist mal eine Dusche, oder? Das ist echt riesig. Und vor allem das Fenster finde ich auch Wahnsinn. Wahnsinn. Hier zu sagen, wir haben ein Massierarmatur. Hier habe ich auch noch nie gesehen. Man kann, während man sich duscht, die Düsen so einstellen, dass man seinen Rücken massieren lassen kann. Das Badezimmer hat komplett Bodenheizung. Zum Bodenheizung nochmal. Das ist nicht einfach die Kabel verlegt, auch da hat man eine Turbo-Bodenheizung verlegt. Was auch hier sehr gut gemacht worden ist, hier hängt man seine Handtücher auf und hier ist auch ein Heizkörper drin, im Mauer. Jenny, lang mal hier bitte an. Wow, echt. Genau, also wenn, so, sag mal, Handtuch hier hängt, ich gehe duschen, komme raus, habe warmen Handtuch, aber auch wenn nur nass ist und getrocknet werden muss, dann ist hier auch gut geeignet, oder? Schön. Dann haben wir im hinteren Bereich nochmal einen Raum. Auch hier würde ich zum Beispiel, ich empfehle es nicht, aber man kann für mehrere Zwecke das hier hernehmen, ob jetzt Stauraum ist, Waschmaschine haben wir unten, aber so Waschzeug, Putzzeug oder... Ich würde hier einen begehbaren Kleiderschrank fürs obere Zimmer machen. So. Das wäre auch schön, wenn man auch bis dahin so mit Schubladen und so weiter macht. Ihr seht ja, die Wohnung ist picobello. Der Preis ist heiß, Freunde. Hier müsst ihr einfach herkommen und anschauen. Ihr werdet in Kargıcak keinen neueren, sauberen, größeren Duplex bekommen als hier. Der immer gesagt hat, Villa ist mir zu teuer oder zu hoch gelegen. Ich möchte eine schöne Wohnung haben, wo ich 2 Stockwerke habe, dass man auch aus dem Weg gehen kann. Man könnte als Ehepaar hier 2 getrennte Schlafzimmer und 2 getrennte Wohnzimmer, 2 getrennte Badezimmer, 2 getrennten Ankleidezimmer hier einrichten in einem Luxusanlage, wo alle soziale Aktivitäten, die der Mensch so braucht, hat. Auch die Tiefgarage ist wichtig, Freunde. Wenn ihr so eine Wohnung habt, dann habt ihr auch ein schönes Auto. Das sollte nicht am 40 Grad Sonne draußen bleiben. Die Wohnung hat 204 Quadratmeter. Man hat Balkone mitgemessen. Wer Lust hat und sagt, die Wohnung hat mich angesprochen, die Deckenhöhe, die Art der Gestaltung, der ruft uns an. Wir haben die Schlüssel als Exklusivrecht für den deutschen Markt. Wir können jederzeit hier reingehen und euch die Wohnung zeigen. Vielleicht seid ihr die Glücklichen, die
einfach von 350.000 Euro für 199.000 Euro reduzierte Wohnung zu bekommen. Nochmal, 199.000 Euro kostet die Wohnung. Auch hier kann man nach wie vor ein bisschen verhandeln, nicht mehr viel, weil der Mann ernsthaft verkaufen will. In diesem Sinne, @homes, bis bald und macht's gut.